Hey yo, herzlich willkommen zu Reysn Reacts, etwas, das ihr euch so gerne gewünscht habt. Das konnte ich nicht ignorieren, deswegen werden wir das jetzt hier durchgehen an der Stelle. Und zwar hat Swole Benji dieses Video hier rausgehauen. Ja, warum Star Citizen echt nicht wert ist, es zu spielen. Dann habe ich diese Reaction hier rausgehauen, die er sicher nicht geguckt hat. Also sein Video ist jetzt keine Antwort auf mein Video. Das ist das Video, was ich am Ende von meiner Reaction entdeckt habe. Und zwar, nachdem er gesagt hat, ganz eindeutig, dass er nie wieder Star Citizen spielen will und es ganz, ganz schrecklich ist und er es ein ganz schlechtes Spiel findet, hat er folgendes Video rausgehauen. With your help, we can make Star Citizen succeed. Also jetzt auf einmal offenbar eher ein wenig positiv. Lasst uns reinschauen. Ich hab mega Bock. Die Videos sind natürlich auch unten verlinkt, wenn ihr die nochmal ohne mein Commentary sehen wollt. Und Untertitel sind an. Los geht's. I'm willing to give Star Citizen a second chance, but I will need your help in order to do so. Alright, during the Invictus Free Week, I did play the game for a few days. I encountered several bugs. The game was very aggravating to play because of the bugs. But off camera, after I had released my review video, and after I have read every single comment, I did realize that maybe some of the things in my review were a little bit wrong, especially things about the inventory system. Ja, das hatte ich ja auch gesagt. Das war einfach so, woher soll er es wissen? Aber er hat halt Sachen manchmal kritisiert, die keine Bugs waren, sondern einfach tatsächlich Features, die er so aber nicht realisiert hat, weil Star Citizen halt die Dinge manchmal ein bisschen anders macht und dann keinen guten Job macht, neue Spieler da reinzuführen. Ist ja auch okay. Ja, gibt ja noch kein Tutorial und so weiter, aber deswegen, manche Sachen waren Bugs und das ist natürlich dann schwer für einen neuen Spieler, der sich gar nichts dazu so großartig anguckt, so an Tutorials, zu realisieren, was ist jetzt ein Bug und was ist ein Feature. And the way that the game played and the bugs that I encountered. So let me just talk now about all of this kinds of stuff, alright? So I'm going to need your help in order to play this game because this game is no longer free to play. You have to pay in order. Ist jetzt die Frage, warum braucht er jetzt unsere Hilfe dabei? Er kann, wenn er Bock hat auf das Spiel, dann kann er ja jetzt kaufen. Dann hat ja diese freie Spielzeit, die er genossen hatte, ihren Sinn erfüllt. Er hat offenbar Bock bekommen, noch mehr zu spielen. Dann kann er jetzt die 40, 50 Euro ausgeben. To play this game, and let me just say my first uninstall moment was whenever I encountered the inventory bug. It is still actually a bug. It wasn't a mistake where I went into a bunker with no backpack or armor. Let me show you. Jetzt bin ich gespannt, weil das war, okay, da hat er jetzt eine Rüstung an. So this is the bug I'm talking about, the infinitely loading inventory. Ja, aber in seinem Video, wir gehen mal zurück, ja, ich bin ja Investigativjournalist, das wisst ihr ja. Er war dann in dem Bunker, so. Like I won't be able to store the gun. Mal kurz groß. But hey, there we go. You know, this part of the game actually works. You know, it looks like there's some. And so, er killt ein paar Typen. Turn around, that goes. Over here, gun. Okay, ja. Er killt immer noch Typen. They didn't do. I want to come here, a bunch of sets of gear, armor, guns, etc. But immediately, I can't put this shit away. Now, let me show you. Ja, also das war halt nicht die Szene, die er gezeigt hat hier. Hier hat er halt einfach kein Inventar am Körper. Unholster this. It just drops it for some reason. Er hatte halt kein Inventar am Körper. Es kann sein, dass... See, I can holster that one. Like, there's supposed to be an inventory. Also ich glaube ihm, er hat vielleicht noch ein bisschen weiter gespielt und hat oder davor auch gespielt und so weiter. Aber in seinem Video ist es halt kein Bug, sondern sein eigenes Versagen. Deswegen haben es die Leute natürlich geschrieben. So, guck mal weiter. And getting everything set up, I did manage to do one successful bunker run where my inventory wasn't bugged out, and I did it in a way where I basically piled all the bodies using a gravity gun tractor beam thing, piled all the guns and all the bodies and other tools onto an elevator, rode the elevator to the surface, and then loaded the ship that the game gives you for the free week. And I know people in my comments were saying that I actually had paid for a ship, but I had not. I don't know why I had that paint in my inventory. Again, I have never paid for this game. I do not. Ja, manchmal kriegt man natürlich als Teil von Events Paints geschenkt oder einfach, weil der Account besteht und irgendein Event ist, wie die, keine Ahnung, irgendeine Trophäe, irgendwas für irgendeine Belohnung, weil man schon halt ein Jahr dabei ist. Also ich meine so, nicht weil nach einem Jahr bekommt man das, aber manchmal
so ein, zwei Mal im Jahr, gibt einfach CIG ein paar kleine Goodies raus an alle bestehenden Accounts. Currently have access to this game. I don't know how to really prove this to you other than when I try to log in, here's what it says, authentication. Das muss er uns nicht beweisen. Ist okay, wenn er das Spiel noch nicht hat, hat er es noch nicht. Würde ich jetzt gar nicht hinterfragen. Failed, a game Also selbst wenn er an der Stelle gelogen hat, das wäre halt auch so irrelevant. package is required to access the game. And yeah, so I don't have a game package, but this game does allow you to gift game packages. I'm going to show you how to do it. First off, if you're watching this video, simply scroll down. You'll see my channel name. You can middle click or right click, open a new tab, whatever you want to do, and open a new tab. That's going to bring you to my YouTube channel. From there, click on the About tab, and then you'll see down here where it says For Business Inquiries. Now, when you're signed into YouTube, this will have a button that says View Email Address. Bin ja eher verwundert, dass er nicht in YouTube eingeloggt ist. Simply click that button, fill out the CAPTCHA, and then you will have my email address. Okay, warum brauche ich jetzt seine E-Mail-Adresse noch gleich? From there, you'll be able to follow some basic instructions. Once you have that email, all you have to do to... Ach, er will, dass man ihm jetzt ein Game Package schenkt? Wie dreist ist das denn? Ist der groß eigentlich? 65.000 Abonnenten, na komm mal, und er verdient bestimmt ein bisschen Geld damit. Aber auch so. Ich gehe doch nicht einfach, also wenn es einem jemand anbietet und so weiter. Also mir hat noch niemand ein Schiff geschenkt. Aber Leute haben schon, ich erinnere an die geile Community-Aktion, die wir hatten, als wir alle zusammengelegt haben, die ganze Community hat gespendet für eine Mercury Star Runner, die wir dann tatsächlich neben noch ein paar anderen Preisen und in einem Creative Contest verlosen konnten. Danke nochmal für die Aktion, Leute. Das hat super viel Spaß gemacht. Auch wenn ich sehr weird aussah an dem Tag, auch das Thumbnail davon ist ganz, ganz weird, aber alle eure Einreichungen waren so toll. Die Gedichte, die Bilder, also alles, die 3D-Models, es war richtig hammergeil. Schiffskonzepte. Super cool. gift the game package to a friend, that would be me. All right, so you just need the email address of the recipient. Ja, stimmt. Bei uns hat man im Stream schon ein paar Schiffe gewinnen können, so im Verlauf der Zeit. That's me. You have my email if you followed those previous instructions. Ich glaube sogar, wir haben schon Game Package Giveaways gemacht. Der sollte einfach unseren Stream in der Vergangenheit schauen. Aktuell machen wir ja leider keine Giveaways. Okay, and you have to have been at least a backer for 30 days. Otherwise, I won't let you gift it. So this is for people that have been kind of, you know, into the game for a while now, all right? Zieht er das ernsthaft durch jetzt? Wie lang wird er jetzt darüber reden nur? Und übrigens, vielleicht kommen natürlich wieder Giveaways. Ich hätte schon echt Bock. But essentially, you just follow these instructions. You go to the website and you log into your account, and then you go to My Hangar. From there, you locate the pledge you want to give to a friend. Okay, and then you expand the arrow on the right. Wir wollen mal wieder ein Raffel-Geraffel. Ja, es wird bald mal wieder geraffelt, Leute. Aber jetzt schauen wir erstmal das Video. It says of the pledge, and you select gift. Okay, and I'm totally fine with this Mustang Alpha one. This is like the cheapest one. It's like the starter little speedy ship. I'm totally fine with that. You don't have to get me an expensive one. I don't need a fancy super mega ship, you know, unless you're really, really wealthy or something. But I'll take the cheapest thing that they got, just so I can get access to the game. I can farm in the game, and I can unlock all the ships just by playing the game normally, which is fine. All right, and then finally you review the details, and then this just says things like you enter the recipient's name, the email, and there. By the way, Leute, schickt mir mal bitte auch Schiffe. Ich will sie, vielleicht gebe ich auch mal meine E-Mail-Adresse raus, dann könnt ihr mir auch einfach eure ganzen überflüssigen Schiffe schicken, Game Packages und so weiter. Einfach her damit. Das Problem ist, ich kann die ja dann nicht weiter verschenken. Das heißt, ich könnte sie dann gar nicht für Raffles und so weiter benutzen. Aber trotzdem, einfach alles zu mir, bitte. There you go. So, wie frech! That's pretty much it for gifting things. All right, so let me plead my case. Why should you gift me the game, right? And the reason is, well, I'm basically a full-time YouTuber. I can play video games anywhere from 12 to 19 hours a day. I know that sounds insane, okay? But Ja, du hast ein geiles Leben. I don't sleep very much. I maybe sleep 3 to 5 hours a day, and I become fully rested from that sleep. So I can dedicate a lot of time to making videos for this game if I have access to play it, and, you know, I can get over the bugs, which, you know, I think my second playthrough of the game after reading all the comments, I've been able to mostly get over the bugs, all right? Secondly,
Also ich finde, er hätte die Begründung erstmal sowieso vorne dran stellen müssen, weil jetzt hat man erstmal schon ein negatives Bild, auch wenn seine Begründung vielleicht gut ist. Was noch abzuwarten bleibt, weil bisher ist einfach nur, ja, gib mir das Spiel, dann kann ich Videos drüber machen. Ist ja normal, aber man fragt halt normalerweise nicht so die Community danach, sondern den Publisher oder so. Ich habe auch schon Spiele bekommen. Dune Spice Wars, was wir noch nicht gespielt haben, habe ich auch vom Publisher bekommen gehabt. Hab halt gefragt, so, ist doch geil, ist doch super. Und dann bekommt man das und kann es zocken und zeigen und vielleicht kauft sich eine Person und dann hat sich das schon gelohnt. Weil ich hätte vielleicht wirklich nicht das Geld übrig gehabt dafür. Aber wenn er das Potenzial sieht, da Videos viele drüber zu machen und Geld mit zu verdienen, dann kann er ruhig 45 Euro per ausgeben. Dollar. Whatever. I get anywhere from 500,000 to over 1 million views a month, and I'm in the MMORPG niche. All right, so what this means is that by simply, you're already supporting the game by buying a gift for me. By doing so, you're supporting the game further because I can spread the word of the game, not only by spreading the word of the game to people outside of the normal audience, which will bring more people in, which will bring more backers in. Aber wenn du an das Spiel glaubst, dann kaufst du es doch. Entweder du glaubst an das Spiel und willst es zeigen und dann dadurch, durch deine Begeisterung bringst du Leute rein, oder du hast halt keinen Bock, 45 Dollar dafür auszugeben. Und dann ist doch auch okay, dann spielst du nicht. Ist doch vollkommen in Ordnung. Vielleicht schenkt er. Ich meine, ehrlich gesagt, ich hoffe sogar ein bisschen, dass irgendjemand ihm das gibt, aber einfach nur, weil. Ich weiß nicht, ob ich das hoffe. Was denkt ihr? Da bin ich mal sehr gespannt dann auf eure Kommentare dazu. Which will bring, it's as good for everybody, Wie sagt er, right? greedy? There's a drought. Ich krieg in auch so gaming die right now. Vibes. If you're not aware of this, maybe you don't play other video games. There is a complete drought in MMORPGs, action RPGs. There is no new good games coming out in 2022. There's possibly no good games in Okay, ist auch eine große Aussage. Keine 2023, 2024. Okay, what this means is that YouTubers like me who like to devote themselves to one specific super game will find lots and lots of content to do. And let me tell you, I have broken every single game I have ever played. And what I mean by broken is I have found exploits, I have found ways to cheat the game, I have found bugs that, if not found or reported, can absolutely destroy a video game. And I have so much proof of this on my channel. Now, things like New World, during beta, I reported all the bugs that you saw in my videos. However, they chose not to fix them, and I made them public, and it took them a few dann wird er mit Star Citizen nicht viel Spaß haben, weil wir reporten alle ziemlich viele Bugs. weeks to fix. So I'm the kind of person that when I find a bug, I'm not going to just make it public so that everyone else can ruin the game. I would reach out to Robert Space Industries and tell them the bugs that I find and the glitches and exploits. So you're essentially Ja, das machen sehr, sehr viele von uns. Also, er hat sich jetzt, es gibt dafür sogar eine eigene Unterwebsite. getting a game tester that can play 19 hours a day for the price of 40. Also, er will basically, dass das CIG ihm das Geld gibt, damit er QA für die wird, oder was? 19 Stunden am Tag Star Citizen spielen. Ich spiele super gerne Star Citizen, aber ich glaube nicht, dass das lange Spaß macht. Ich glaube, also ich glaube schon, dass das Spaß macht, aber ich glaube nicht, dass es sehr lange Spaß macht. Ich liebe es, meine paar Stunden in der Woche zu spielen aktuell. Ich würde auch super gerne noch mehr spielen, aber die Frustgrenze ist dann doch oft, ihr habt das sicherlich auch oft, die ist dann einfach relativ schnell erreicht so, dass man so sagt, jetzt habe ich keinen Spaß mehr, ja, aber das ist das Verrückte, nach 2 Tagen denkt man sich so, oh, jetzt für ein paar Stunden ins Worst, ich hätte schon Bock. Deswegen, love it. 45 buckaroonies. But also, maybe you don't care about that, about exploits and whatnot. Maybe you just care about just the YouTube space, okay? I tend to take every single game of this sort, any kind of RPGs, MMOs, just any game that you can optimize or min-max, and I find the best ways to do things, and then I make videos about them. You want to know the best way to make money, the fastest way to get a certain ship, you want to know the absolute best way to make space credits, or whatever the currency is called in this game, I'm going to... Er weiß nicht mal, wie die Währung heißt. Und will Guides machen zu einem Spiel, wo es einfach schon 1000 Guides gibt und es Websites gibt, die dir alle Informationen geben und so weiter. Weiß nicht, kann ja sein, dass er total geilen Star Citizen Content macht. Das will ich gar nicht bezweifeln in irgendeiner Weise. Aber es ist halt so, er hat sich jetzt auch nicht wirklich damit beschäftigt, was es denn vielleicht schon gibt, wie den Issue Council, Workaround Websites, und Urkel.games, wo man sich Schiffsloadout zusammenstellen kann.
und Dutzende YouTuber, die verdammt geile Videos machen. Weiß nicht, ich muss mir mal vielleicht mehr Videos von ihm angucken. Vielleicht sind die anderen Videos von ihm dann so gut geschnitten und so weiter, dass sie wirklich einen richtig geilen Mehrwert bieten. Und wir wollen vielleicht die $45 ihm geben, damit er die macht, auch für Star Citizen. To eventually figure it out, and I'm not gonna keep it a secret. I'm gonna release it to the world and show everybody. Ist das ein Versprechen, Freeze? Dann kaufe ich dir Tarkov. Wenn du dann richtig geile Videos machst, die veröffentliche ich natürlich auf meinem Channel dann. Ja. For real? Okay, okay. 312 Stunden, das klingt nach einer Menge. So if you're into that, then hey, you know, go Das ist wirklich ein ahead bisschen and help me out here. grausam. Give Wie me a lange dauert copy of das this Video? game so I can start playing it and figuring it out and making videos for it Das and all Ding the ist- funny, crazy stuff. And let me tell you another thing. I'm a very creative guy, okay? I have all these brainstorming ideas because this is a very open-ended game that you can do a lot of fancy stuff with, all right? Das Ding ist, ich muss jetzt gucken, Leute. Wenn der so ein Video gemacht hat, für Star Citizen jetzt schon, dass das beweist, dass seine Aussagen untermauert, dann ist ja okay. The full and uncut experience, okay, das ist einfach nur so. Monument per Hour doing Bunkers, auch eine Stunde, also es sind jetzt keine komprimierten Videos. So. How it's like grinding Space Combat in Star Citizen, 21 Minuten. 2-day on start. Lock onto them and fires Ich in skippe einfach mal rein. Use the gimbals. There we go. That's a direct hit. He's shooting missiles. I have Okay. flared them, of course, because that's what you're supposed to do. Er ist jetzt natürlich in einer quite far away. Reliant. I'm Das ist gonna jetzt schon switch mal back nicht to das missiles geilste again. Kampfschiff, Get aber ist another okay, das weiß er lock on. natürlich noch nicht. Fires the missiles. Hit him with the laser cannons, and he should die shortly. There he is. Now he's dead. Again, that's another 4,500. We got another target, another bogey, as one would call it, maybe. I don't know if that's the proper terms. But we're gonna go Okay. ahead and... Es sieht mir halt aus wie ein Let's Play. Ist jetzt nicht so der kreative Content schlechthin, würde ich mal sagen. Aber ich würde mal sagen, sowas mache ich halt auch ab und zu mal. So, warte, jetzt habe ich hier zurückgeskippt. Das tut mir leid. You want to know the absolute best way to make space credits or whatever the currency is called in this game? I'm going to eventually figure it out, and I'm not going to keep it a secret. I'm going to release it to the world. Warte mal kurz, Freeze, schreibst du da gerade How to get unlimited money in GTA 0 bis 100% working? Nein, GTA 0 meinst du natürlich. Das gute GTA 0. Ja, ich denke auch, er alleine könnte vielleicht mit seinen paar Videos, die er jetzt schon gemacht hat, für den enormen Anstieg an Crowdfunding verantwortlich sein. Das kann ja durchaus sein. And show everybody. So if you're into that, then hey, you know, go ahead and help me out here. Give me a crazy warte, ich storming glaub, das hat er ideas, schon because this gesagt. is a Genau, very hier war mal. open-ended game that you can do a lot of fancy stuff with, all right? Like, I know people have probably already thought of the ideas of, like, taking an anti-aircraft tank, daring a dogfight, jettisoning it in space, and using it in a space battle. Okay, Ja. I mean, that's, you know, people have already thought of stuff like that. But what about things like taking Jetzt bin ich so gespannt, weil, ja klar, das haben schon Leute in Star Citizen natürlich sofort gemacht, als die Ballista rauskam. like a very beginner spaceship, cramming it full of explosives and exploding space rocks, mining the rocks until they're about to explode, and then just slamming into one of the most expensive ships in the game, causing a massive explosion and Ja, geht nicht. Was soll ich ihm sagen? Alles, was er gerade beschrieben hat, geht halt nicht. super Also, wenn er es macht, cool, aber man kann halt, also, die Spielmechaniken gibt's einfach nicht. amounts of damage, okay? Gibt keine Explosives außer Granaten und man kann auch keine Steine irgendwie transportieren mit einer Aurora oder irgendwas. Auch mit einem größeren Schiff geht das nicht. Also, this bug you're seeing here, I did read the comments, and I did that account reset thing, and it worked after that. But I don't know why. I guess I just had bad luck on my first little, you know, introduction to the game. Now, there's a lot of er things hatte too viel that a Pech. lot of people Auf jeden Fall. don't tell you that you can't Google that all these other YouTubers aren't telling their audiences. The first one is Jetzt bin ich gespannt. Was verheimliche ich euch? whenever you first install this game and you load it up for the first time, the first 15 minutes, the game downloads shaders. No one told me this. No videos told me this. Downloadet die nicht, generiert die und das sagt man eigentlich als YouTuber oft dazu, wenn die Leute das Spiel das erste Mal spielen.
Also sobald sie halt sagen, oh, es ruckelt gerade ganz schön. Startest du es gerade zum ersten Mal, da generiert es gerade noch die Shader im Hintergrund. I had to find this buried on Reddit of all places. Ew, I don't like Reddit. Er mag kein Reddit! Anyway, so with that said, me complaining about the stuttering and the performance was because obviously I was downloading shaders for the first 15 minutes and the game was pretty much unplayable, as it should be when you're downloading shaders. Most games give you the courtesy of a little pop-up in the game that says, hey, we're downloading shaders, please be patient. Ja, Here's das könnte CLG machen. And you know what, I'm cool. sure they'll do that in the future, and that's totally fine. I understand that, I get that, okay? But it's just the little things like that that made my initial review kind of sour or salty, and I would like to give the game a fair shake, you know, now that I know a lot of the other things. Like I said, I read every comment on my channel, as long as it's not being filtered from bad words. I don't get to see those. YouTube filters those automatically for advertisement reasons. I can't help you there. So, anyway, just go ahead and gift me the game if you are financially able to. I know there's a lot of people out there that think things like, well, why don't you just get a job if you want to play it? Why don't you just... Look, man, I don't qualify for a livable wage job. I can't even get a GED. My brain doesn't work like yours. I can't qualify for welfare either. And even if I could qualify for welfare, I have too much pride to bother doing it, okay? Ich wollte gerade sagen, hey, ist okay, wenn er da irgendwie, er kann nicht arbeiten, er kann tatsächlich das Geld nicht verdienen, er braucht vielleicht auch die Einnahmen von YouTube, um seinen Lebensunterhalt, vielleicht Arztrechnungen und sowas zu bezahlen. Das kann ja durchaus alles sein. Das können alles valide Gründe sein. Aber dann so, ich habe zu viel Stolz, um zur Wohlfahrt zu gehen. Damit ist halt, ich habe gerade gesagt so, nee, stimmt, er hat recht so. Nicht jeder kann immer das ganze Geld aufbringen und dann sagt er sowas. Abendlord Patros. Okay, der Typ hat null Ahnung und viel Meinung. Ja, es ist irgendwie so. Leute, also nur Leute an euch jetzt mal da draußen, wenn ihr zur Wohlfahrt geht oder so, schämt euch dafür nicht. Ist scheiße, dass das System euch nicht anders unterstützt oder so und dass ihr in diesem System dorthin an diesem Punkt gekommen seid und so. Wir haben auch in Deutschland ein sehr großes Armutsproblem, großes Problem mit Hartz IV und so weiter. Aber schämt euch doch da nicht für das, was euch das ermöglicht, überhaupt zu leben. Ja, schämt euch für das System und die ganzen Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber ihr seid doch keine schlechten Menschen, weil ihr in ein System geboren werdet. Das ist doch überhaupt, also das finde ich eine ziemlich dämliche Aussage von ihm. Aber ich weiß auch nicht, wo er wohnt. Vielleicht ist es dort eine riesige Schande, zur Wohlfahrt zu gehen. I worked retail 13 years. I'm too unhinged to ever go back. Okay, I was fired for chasing a shoplifter, which is the right thing to do. I know the company's like, oh, well, we could get sued or it puts you in danger, but you can't sit around and let thieves ruin society, okay? But this video isn't about that kind of stuff. It's about... just in general, I don't qualify for the job that you probably work. Your Christmas bonus makes more than I made as a retail manager for a whole year. Just your bonus was more than I made all year. And you probably aren't like slaving away at your job. You're probably sitting at a nice air-conditioned office, drinking coffee every day, chatting it up with your... Also ich trinke jeden Tag Kaffee, aber es ist hier nicht wirklich Aircondition. Es ist gerade ziemlich warm und da, wo ich wohne, ist auch aktuell die Lüfteranlage einfach seit 2 Wochen kaputt und wir haben keine Fenster in unseren Badezimmern. Das heißt, ich muss die ganze Zeit alle Türen offen lassen, damit es nicht ganz so unheimlich unangenehm wird. Aber es ist nicht besonders geil, vor allem jetzt im Sommer, ja? Office bros, you know, at the water cooler, and maybe every once in a while you have a little bit of work to do, but you're not like swamped with hundreds of tasks and things to do with corporate breathing down your neck, demanding and yelling and screaming at you for, even if you are, like say you work in a job and you're like the #1 guy, the highest rated employee, and corporate still bickers at you and breathes down your neck and... Will der gerade Mitleid erzeugen? Screams at you and stresses you out and makes you drive 2 hours both ways in traffic, okay? That was my life, okay? And I'm not gonna live that life. I would rather be dead. No Ja, nee, das hört sich ganz schrecklich an. Es ist gut, dass er aus dem Job raus ist. joke, no cap, whatever the Zoomers say these days, but you get the point. I absolutely need your help in order to be able to play and make content for this game. And do you think that I like making a video begging for a game? I don't absolutely. Like right now, I'm surviving off savings. A lot of the people on my channel knew that I used to live in a van. I used to make videos out of a van in a Best Buy parking lot, okay? And then New World happened, and I got a little financial support from that, but that game quickly died.
and I'm basically living off savings in the red. So I have to make this channel work, or I gotta go and buy a new van. I had to sell the van because I got nearly deathly ill last year and had to pay medical bills by doing the van thing. Ja, All seht right, ihr, so also das I'm ist... basically in the red. Wisst ihr, er hätte halt einfach 2 Minuten die Story erzählen sollen. Sagen sollen, ey, ich kann mir das nicht leisten, deshalb würde ich gerne das Spiel haben, damit ich diese Art von Videos machen kann. So könnt ihr mir das Spiel schenken. 3 Minuten und er hätte meine volle Unterstützung gehabt. Ich hätte es ihm vielleicht sogar selbst gegeben. Aber das ist halt irgendwie ein weirder Videoaufbau. So, das ist halt so eine Welle von Unsympathie und dann wieder, wow, fancy, guck mal, ich kann's noch. Und Sympathie, das ist ganz weird. Red every month. YouTube does not pay me enough to pay basic rental bills, and I mostly just eat beans and rice. I buy a giant bulk bag of rice and beans, and then very rarely, if there's a sale, I will buy broccoli or ground beef or chicken or some other type of cheap vegetable. But most of the time, it's just rice and beans. Like rice, beans, maybe. Ist basically auch meine Ernährung, aber mit Brokkoli. Und ich habe keine finanzielle Sorgen. Also ich will mich jetzt überhaupt nicht mit ihm gleichstellen. Nee, das ist ziemlich traurig, wenn er wirklich gerade finanzielle Probleme hat. Und ich hoffe, er findet bald einen Job oder sein YouTube-Kanal funktioniert so, dass er sich Star Citizen halt kaufen kann. Cheese if it's cheap. Okay, whatever I can get at a church or pan. Denn das ist, wofür wir alle leben. Wofür auch Priest seine gesamte Gehaltserhöhung ausgegeben hat. Und so. Ja, ich habe schon Sport gemacht heute. But other than that, I don't have the means to really be being able to purchase this game. And yeah, I could dip into my savings and buy the game. It's a huge gamble. It's not something someone of my stature, my current earnings, or, you know. Nee, ich verstehe das tatsächlich so. Du kannst dir halt überlegen, will ich mir jetzt mal Brokkoli kaufen? Oder will ich mir jetzt 2 Monate lang keinen Brokkoli kaufen und stattdessen ein Spiel holen, was mir eventuell Mehreinnahmen gibt? Als Selbstständiger kann man das natürlich sehr gut nachvollziehen. So. Man macht manchmal einfach Investitionen in eine Sache, wie jetzt, keine Ahnung, Lichter oder so. By the way, ist das ein bisschen, guck mal, so ich habe es überdeckt gleich, weil das wäre mir zu hell. Man macht Investitionen in Lichter, in Mikrofon, in ein Spiel und hofft dann, dass das dasselbe Geld wieder einspielt. Ich war nicht in der Situation, wo ich das so genau abwägen müsste. Ich glaube, ich habe hauptsächlich Verlustgeschäfte mit allem gemacht. Was jetzt so Streaming und YouTube und so angeht, aber einfach, weil es halt Spaß macht so und dann gibt man da ja gerne mal sein Taschengeld quasi für aus. Aber ja, nee, die Begründung, die kann ich komplett nachvollziehen von ihm. It's not economically viable. I would really appreciate it if someone in the comments, please let me know. Leave a comment if you want to, gift me this game, and let's start cranking out some videos figuring the game out. I will say that once I off camera, I reinstalled, and I had a lot of fun by just what I'm trying to do now, I think, in the video is go to bunkers. Just go to bunkers, clear them out, get all the loot, put it in a ship, go back to town, put it all back in the town's inventory. I think that's pretty cool. The game didn't... Oh Gott, und dann kommt der Vibe und alles ist weg und er wird das auch zum ersten Mal erleben und verfolgt vielleicht die News auch nicht so hart und weiß das gar nicht. Und auf einmal lockt er sich ein, alles ist weg. Das wird ihn vermutlich zu einem sehr wütenden Video veranlassen. Tell me about town inventories. None of these YouTuber introductory videos really explained that kind of stuff to me. When I make tutorial videos, I have this weird way that my brain is wired. So I always make these tutorials based on if I've never played the game before as a brand new pair of eyes. So. Sollte man auch so machen. Und ich kenne auch viele tatsächlich, die das so machen. Also an Star Citizen YouTubern. Again, guys, habt ihr es gesehen, jetzt für die aktuellen Events haben sie auch sowohl ein Video von Morphologist und eins von Karolinger eingebunden als Erklärvideos. If you want to see more Star Citizen videos on this channel, if you want to support Robert Space Industries, you're basically donating the money to them and just giving me access, which in turn will pay massive dividends. Wir müssen das Video jetzt schon zu Ende angucken. Das ist schon wichtig, weil was auch immer er noch sagt, ich finde es halt wirklich, es ist halt viel zu lang für das, was er eigentlich sagen will und rüberbringen will, finde ich. Und ich glaube, ab wie viel Minuten? 8 oder ab 10 Minuten kann man ja auch alle Ads schalten. Also deswegen macht das vermutlich nicht so lang. Sondern er hat vermutlich wirklich was Wichtiges zu sagen noch am Ende. Long run, because a game like this, it has infinite, endless trolling and creativity potential. And I think it will be a lot of fun when it's a little bit more playable and accessible to the public. With the way technology is going, even people in lesser fortunate countries will be able to have computers
that will be able to run this. And I know a lot of people were upset at my previous review where I said, well, I have a top of the end PC and you don't, right? That wasn't like a burn. That was Ja, er muss halt noch ein bisschen, vielleicht, ich weiß noch nicht, wie lange er schon YouTube macht und so weiter, aber er muss halt vielleicht ein bisschen noch so auf sein Wording achten, dass er nicht aus Versehen Leute die ganze Zeit beleidigt. Das hat er sehr viel gemacht, leider. the majority of my audience are people in countries less fortunate that play cell phone games. So that is not like a dig at you and your rig or anything of the sort. My rig was completely donated by viewers. Okay, it's only like I used to on my old PC back from 2010. I had to spend 1.5 days rendering an 8-minute video. All right, and half the time the render would fail, so I was barely able to put 1 or 2 videos out on this channel a month. And I somehow still grew this channel. But guys, thank you so much for listening to this, whatever this video is. And yes, come on now, help me out. Let's get some more Star Citizen content. There's nothing else to play. And I definitely want to dive into this, help a lot of newbies learn the game. And I know other YouTubers may be like, oh no, this guy's coming into my space, into my niche. But no, that's not the case. I just want to collab Nein, immer mehr gute Content Creators sind immer gut. with people. I'm chill, okay? I just want to collab with people, have a good fun time. The only trolling I do is in the video game. So if you're gonna be mad that I camp hangars and slam my newbie spaceships into really expensive spaceships, yeah, I'm gonna do that. I'm definitely gonna make. Damit macht er sich keine Freunde, glaube ich, in der Star Citizen Community. Aber andererseits, ich sage immer, wenn es das Spiel erlaubt und du machst es und bist mit den Konsequenzen, die in-game auf dich warten, zufrieden, dann sind entweder die in-game-Konsequenzen nicht stark genug oder so, aber ja. Der wird vermutlich, aber natürlich trotzdem, man muss auch damit rechnen, dass dann Spieler in-game wütend werden, auf jeden Fall. Ist ja dann vermutlich auch das Ziel von der ganzen Aktion. Videos about that kind of thing, and I'm sorry in advance. But I'm sorry in advance. there's so much other stuff to educate everyone on and make videos about, and it's like I'm not really a channel that does this for search term optimization, search engine optimization, whatever it's called. I do it as a hobby. I do it as a just something for people to remember and listen to me and know what I was about if I happen to die one day. That's pretty much it, guys. Ist übrigens auch meine Begründung, aber er scheint das ja doch eher fürs Geld zu machen, weil. Also er braucht ja das Geld. Deswegen da dachte ich, hat er nicht gesagt im Video, dass er den Kanal größer und erfolgreicher machen will und mehr Geld damit einnehmen und dass YouTube ihn zu wenig auszahlt? Und dass er sein Leben da gerade noch davon hat, finanziert, so, neben seinen Ersparnissen. Also ist das ja schon. Also ich sag's ganz ehrlich so. Ich freue mich immens, wenn mein Lebensunterhalt zum Teil aus YouTube, aus Patreon-Spenden und aus Twitch-Spenden bestehen kann. Ich finde, das ist total toll und ein total schönes Gefühl und man fühlt sich dadurch sehr wertgeschätzt. Also danke für jeden von euch, der sich ein bisschen was von seinem hart verdienten Geld nimmt und es mir drüber schiebt. Für den Content, den ich mache. So, das ist ein normaler Austausch. So, ich würde den Content auch so machen. Ich würde vielleicht mal weniger machen oder ihn anders machen oder so. Aber im Großen und Ganzen habe ich angefangen, auch nicht mit dem Ziel, super reich damit zu werden, sondern immer damit Leute gut zu unterhalten und glücklich zu machen. Ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern und sie vielleicht auch ab und zu mal zum Nachdenken zu bringen. Aber hauptsächlich nicht zum Nachdenken zu bringen, sondern zum Lächeln. Thank you so much for listening to my Star Citizen rant. And so apparently this turret is shooting at me because the bad guys have control of the station right now. And I don't know why it was giving me crime points. That's just a bug. I haven't really fully discovered that. People also want to gripe at me about landing gear. Okay, most games do that automatically. I'm not used to having to do it manually. So, but guys, again, just thank you for listening. If you know someone that has Was war das jetzt für is very fortunate to have a nice upbringing in a nice neighborhood with grew up in a house. I didn't get to have any of that stuff. I grew up in hotels in a trailer park. Okay, like I'm going to the worst ghettos. I still live in a ghetto. All right, I'm in a slightly less ghetto than I used to be when this channel started, but still. Just help me out. Give me this game. Let's start making videos. And one day, if I'm a really big YouTuber, with several hundreds of thousands of subs, making lots and lots of money, I'm not gonna forget who you are. I have several backups of everyone that's ever donated to me or given me a game, and one day I absolutely plan to pay every one of them those back in double. Okay, Okay, das ist weird einfach nur. So Leuten so zu versprechen, ey, wenn ich mal reich und berühmt werde, dann werde ich euch was abgeben. Weiß nicht, ob er das tut. Wäre natürlich super ehrenhaft, wenn er es tut, ne? Also von daher, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich würde mich jetzt nicht drauf verlassen.
das Video sendet so ganz weirde Vibes, weil eigentlich ich route voll für seine Story und so weiter und ich kann das komplett nachvollziehen, wo er herkommt und ne, ich will jetzt nicht Mitleid sagen oder so, aber das ist, wenn man in schwierigen Umständen aufwächst, dann ist das schwierig. So einfach ist es. Und deswegen, ja, lebt er so und macht auch seine Videos vermutlich so, wie es ist, aber es komische Vibes. I said yes in double, okay? And I'm not saying, oh, buy me the game and I'll give you double your money back in the future. That's, you know, I could die before I could fulfill that promise. I'm just saying, if I ever make it, if I ever become, you know, a big boy YouTuber, then... Ja, dafür, dann hätte er jetzt wenigstens auch sagen müssen, genau die Ziele. Sobald ich ein Monatseinkommen von $1.000 habe oder von $10.000, dann zahle ich es euch zurück, Leute. Aber die Ziele so vage zu halten, da weiß man halt direkt, okay, dann würde er einfach sagen, ja, aber noch ein bisschen mehr Geld und dann mache ich das vielleicht. Then, you know, I'm gonna reach out and, you know, maybe even make a video about that one day. That'd be fun, wouldn't it? Like, back when I was a 60K sub YouTuber, these people donated me, and now that I'm a 600K YouTuber, I'm gonna donate back. I think that would be a cool, like, little Mr. Beast-esque, you know, video idea. But guys, I don't want to waste your time any longer. Just make sure you like this video because that helps it reach more people. And for those that want to dislike it, well, that also helps it reach more people because it's called interaction. So the worst thing you could possibly do is watch 30 seconds of the video and then close it out doing no comments or anything. But please leave a comment. Make sure you're subscribed because I make videos every day. And let me know in the comments if you want to donate me this game. Ich würde jetzt mal sagen, ich abonniere ihn mal. Wir bleiben mal auf seiner Journey. Ich würde das Video jetzt aber nicht liken, weil ich es so weird finde. Wir gucken mal kurz in die Kommentare rein. Ich überfliege noch kurz, ob jemand hier schon... Someone give this man this game so he can shut up. Oh Gott, nein, ich dachte nicht, dass der Kommentar in die Richtung geht. Okay, ich hoffe, jemand gibt's ihm. If someone gets you the game, you definitely need at least 1 to 2 people to play with. Will change your experience a lot. Das stimmt. Ja, ist okay. Ist auf jeden Fall das Video, alle anderen Videos, die wir jetzt hier kurz mal angeklickt haben von ihm, ist natürlich auch unten verlinkt, sein Channel. Was soll ich dazu sagen? Ich lese nochmal kurz die Kommentare. Es verursacht mir körperliche Schmerzen, hat Edward geschrieben. Freeze stimmt dem zu. Das passt alles argumentativ nicht zusammen, yes. Den würde ich nicht unterstützen, schreibt dort Patros. Nobel ist dazugestoßen, arme Nobel. Ja, also Freeze, du bekommst kein Gehalt von mir, das kann ich dir jetzt schon mal hier sagen am Ende von diesem Video, dass das auch auf YouTube kommt, solange du nicht mein offizieller Mitarbeiter bist, mein Angestellter. Aber ich werde dich gerne hier und da mit Aufmerksamkeiten überschütten, wie ich das mit allen netten, freundlichen Leuten mache und die mir helfen. Also ich hoffe einfach, du machst das gerne weiterhin. Das würde mich sehr freuen. Freeze, by the way, Shoutout, guter Mod, genau wie Intient. Meine treuesten und längsten Mods bisher. Ne, wenn ihr die noch nicht kennt, Freeze und Intient, tolle Leute. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Hinterlasst mir gerne ein Abo und ein Like. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Bis bald. Danke nochmal an meine Patreon-Unterstützer. Und wenn ihr für die Opfer der Ukraine-Krise spenden wollt, ist natürlich der Spendenlink wieder unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis bald.